Ja, was ist das denn, Freunde? Ein sonniger Tag im kanadischen Winter. Wo gibt's denn sowas? Da muss man gleich ein Video machen, oder? Total krass, na, mit Moin Moin. Eigentlich müsste ich sagen Bonjour, Bonjour. Denn wir sind hier in einem kleinen frankophonen Nest Kanadas in Nova Scotia. Nova Scotia heißt ja eigentlich Neuschottland. Ja, das heißt, sie haben ursprünglich die Schotten gesiedelt, beziehungsweise noch ursprünglicher die Franzosen. Die hat man dann verjagt und jetzt sind aber ein paar wieder zurückgekommen. Und deshalb wohnen die jetzt hier. In Cheticon heißt dieses Nest. Und hier macht man in Pêcherie, in Fischfang. Ne? Man fischt Fische und Hummer und Touristen und nimmt die auch ordentlich aus, weil man das nur in einer sehr kurzen Zeit machen kann, nämlich im Sommer. Und der Sommer ist sehr kurz. Heute ist der erste sonnige Tag seit, weiß ich nicht, seit Ewigkeiten. Ja, und deshalb müssen wir direkt hier mal ein Video machen. Sonst ist ja der Winter in Kanada ist eher, ja, also ich hatte eine Zeit lang, hatte ich mal so den Gedanken, Kanada, Winter kann ganz reizvoll sein. Aber ich muss euch sagen, es ist alles halt kalt, kahl, tot und zu. Ne? Also hier ist auch alles geschlossen. Hier ist kein Tourist sonst, hier die ganzen Hotels und Kneipen und so weiter sind alle zu. Und du kriegst hier nicht mal ein Fischbrötchen, ja? Obwohl die hier alle feste am Fischen sind. Aber hier auf dem ollen Fab mal ein Fischbrötchen abdrücken, das ist echt schwierig. Ne? Saure Gurken, saure Seegurkenzeit hier kulinarisch. Ja, ansonsten wie gesagt, erst waren die Franzosen hier, dann die Schotten, aber ganz am Anfang natürlich die Ureinwohner. Ja? Wobei ich sagen muss, wenn ich ein Ureinwohner gewesen wäre, sogenannte First Nation, also ich glaube, ich wäre direkt noch bis Mexiko runter durchgelatscht. Ja, weil das Essen besser, bessere Preis-Leistung, Straßen sind vergleichbar. Ja, siehst du, da haben wir hier ziemliches Gerumpel, ja, mein lieber Scholli. Ja. Aber inzwischen, ja, es ist eigentlich von der Landschaft her so ein bisschen Highland-mäßig, so ein bisschen schottisch, so ein bisschen irisch vielleicht auch. Ne? Aber es gibt auch viele so Whisky-Distilleries hier und so. Man hört es an der Musik auch, diese Roots. Ne? Und ja, was noch auch am Akzent halt, ne? Am Akzent hört man es auch so ein bisschen. Ja. Sie fahren auch auf der richtigen Seite, fahren auf der rechten Seite, ne? Wenn es die Schlaglöcher halt zulassen. Ja? Und sonst wäre man halt so zickzack, ist halt mehr so ein Hindernislauf eigentlich. Ne? Nee, aber an sich sehr schön. Apropos Frankophon, in Quebec war ich auch, wollte ich euch auch ein Video machen, aber war so kalt, hat der Akku danach 2 Minuten also abgeraucht oder abgefroren. Ne? Und genau, ja, Quebec ist ja auch frankophon, ist einsprachig. Ne? Hier Nova Scotia ist eigentlich englischsprachig, New Brunswick wäre zweisprachig und Quebec ist einsprachig französisch. Ja? Ich dachte, die wären auch mehr zweisprachig, aber es ist halt nur einsprachig. Und es geht sogar so weit, dass sie auch nur Sicherheitshinweise alle nur auf Französisch machen. Ne? Also auch wo es dann um so angeblich so lebenswichtige Sachen geht und so. Ne? Also die Notrufsäule in der U-Bahn-Station. Nur Englisch. Ne? Also wenn da jetzt irgendwie ein Englischsprachig, nur Französisch meine ich, ne? Also wenn da jetzt irgendwie ein englischsprachiges Vergewaltigungsopfer jetzt Hilfe sucht, hat Pech gehabt halt. Ne? Aber dafür hält man halt dann die sprachliche Fahne hoch. Ich weiß, ich finde es so ein bisschen merkwürdig, aber so ist das eben. Ne? Ist halt frankophones Territorium hier. Und ja, da drüben war noch richtig Winter auch. Ne? Also zum Teil lagen da bis zu 1,5 Baguette Schnee. Also wird ja nicht in Metern gemessen da drüben, sondern in Baguette halt. Ne? Und also richtig viel geschlossene Schneedecke und richtig kalt und so. Und es ist auch noch kein Ende des Winters irgendwie in Sicht. Also da drüben, das ist scheinbar so. Die haben irgendwie nur ein Wochenende Sommer. Also es ist fast so wie in Hamburg, nur kälter. Ja, und genau, aber sonst war es sehr schön und insofern auch mal ganz interessant, als halt da auch mal wieder eine andere Sprache war zur Abwechslung. Ne? Und so ist es hier auch, ja, ganz nett. Ne? Aber Fischer halt, was habe ich mit Fischern ansonsten am Hut? Nix. Ja, und der kritische Betrachter wird sich schon fragen, ja, jetzt ist er wieder in Kanada. What's next? Ja, eine gute Frage, eine berechtigte Frage, weil der ist ja noch bald Sackgasse. Ne? Und apropos Sack, da kann ich eine Katze rauslassen aus dem Sack. Denn es ist tatsächlich so, ich bin auf den letzten 1000 Kilometern und werde im Mai von Halifax nach Deutschland aus verschiffen. Ja. Und ich habe neulich schon so mit einem lachenden und einem weinenden Auge im Navi beim Kartendownload auf Hamburg, Germany geklickt. Ja. Es ist so, erster Zwischenhalt wird dann sein, wahrscheinlich England erstmal, ja, aber dann Hamburg, Germany. Und ja, alles so ist es. Ne? Alles hat ein Ende, nur der Bus hat zwei. Und er hat wirklich 2 Enden. Die hat er auch nach wie vor, da bin ich auch sehr, sehr happy drüber. Ja, und ich habe schon Fressvorräte, habe ich schon alle geschlachtet im Prinzip. Noch Schätze entdeckt. Argentinische Spargelcremesuppe von 2014. Anyone? Ja, also man entdeckt noch so Schätze ganz hinten in den Laderäumen. Ne? Aber dann ist es soweit. Ne? Im Mai geht es dann Richtung Europa. Ich melde mich aber vor oder während der Verschiffung auf jeden Fall auch nochmal. Ne? Bis dahin sage ich au reservoir, wie der Franzose sagt. Ne? Tschö!